So, ich bin hier in Bayern am Silbensteinsee mit Ronny und Jan. So, das wird heute eine interessante Tour. Der Wettergott ist nicht gerade auf unserer Seite, aber dafür dürfte heute in der Klamm absolut nichts los sein. Die haben wir jetzt für uns alleine. Dahinter geht es dann zur Klamm. Und dann hinten in den Silbenstein rein. Ja, Klaus. Ja, auch geht's. Ah, komm. Meinst nicht, das funktioniert mit runterrutschen? Ja, mach mal. Ich nicht. Du kannst das, du hast schon Erfahrung damit. Aber warte, gleich, wenn ich hier runter fahre. Ja, okay, dann. Ja, das Stöckchen, wenn einer braucht. Diesmal ohne Ausrutschen, Ja, ich warte gerade drauf. nicht wie am Gründensee. Ja, den habe ich gerade gedacht an Gründensee. Habe gedacht, diesmal bin ich vorbereitet. Gleich macht's Patsch. Jetzt sind wir alle im Wasser drin. Die Kameras sind gesichert. Zumindest im größten Teil. Und jetzt können wir starten. In die weichen Klammen. Nicht schlecht. Ja. Diesmal mit Wasser. Bei mir war alles trocken, wo ich drin war. Aber passt schon. Ich würde sagen, eher so der Standard-Normalwasserstand ist das. Das normale, ja? Ja.
Ja, schöne Klamm. So, erstmal mein Paddel ganz zusammen stauchen. Hätten wir vielleicht doch das 30er mitnehmen sollen. Da durchfahren. Ich schätze mal, hier ist dann Feierabend. Durch diese Stromstelle komme ich nicht durch. Das ist ärgerlich, jetzt ist der Baum schon weg, der mich letztes Mal gebremst hat. Aber jetzt kommt zu viel Wasser von oben, dass wir nicht weiterkommen. Herrschaftszeiten. Ups. Ja. Ja, ich weiß. Ups. Oh. Jetzt hat er gerade voll einen als auf Titanic gemacht. Kommt hier eine Wendeplatte. Da, hinter dir. Ja. Oh ja. Da kann man sogar einen Grabner wenden. Ein Grabner Mega meine ich. Da waren die 5 Meter jetzt zu lang. Ja, eindeutig. GoPro-Aufnahme stoppen. Guck mal freundlich. Jawohl.
Hey, Wände geschafft und engsten Raum. Rahmen! Passt schon. Keine Panik, keine Panik. Schau mal freundlich. Lass ihn mal 16:9. Ich weiß, wo die Isar reinkommt. Ach du, das wäre kameratechnisch gar nicht gut gewesen. Gegen die Sonne wäre es gewesen, die Reinfahrt. Sehr, sehr schön.
Jetzt sind wir hier am Ausgang von der Klamm wieder. Und jetzt geht es dann auf zur Isarmündung in den Weichensee. Vorbei am Staudamm. Nur gut, dass wir jetzt draußen sind, weil jetzt wird es dann eng in der Klamm. Okay. Dann kann sie abwarten, will da voll durch den Dreck durch. Morgen. So. Hab's Glück, noch keiner drin. Noch keiner drin. So, und jetzt kommt das Spannende. Wie durchbricht man diese Absperrung? Also von das aus, jetzt käme man da rechts dran vorbei. Das sieht man jetzt von hier aus nicht. So, jetzt ist hier die Engstelle. So. Also der Jan ist durchgekommen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, schauen wir mal, ob es hier wirklich etwas zu hoch ist. Ach, da kommt auch ein Sea-Wave. Was? Noch eins? Oh ja. Und ja, also es wird schon eng, es hätte schon beinahe die Kamera geschmissen. Passt durch. Passt durch, okay. Du verkanntest vorne. Ja. Man muss ja auch noch dabei sich filmen. Ja, Klaus, jetzt die Kamera drauf, sehr gut. Ja, freilich. Ich auch. Nachdem ich den Jan schon verpasst habe. Gott sei Dank. Aber es ging. Herrlich, schön durch hier. Und hiermit ist die dritte Sea-Wave im See drin. Ja, das könnte hier ein Biberbau sein. Aber auf jeden Fall, da hat es eine Entenkükenfamilie. Hier hat es einen riesen Schwarm von Kaulquappen. So, jetzt beginne ich ein wenig aufzuwachen. Es kommt ein bisschen Wind auf.
Ja, das ist schön Panorama, ne? Das könnte die Rasch sein, die da rechts da kommt. Okay. Den kennt man doch. Du bist doch der Kajan, oder? Jetzt bin ich jetzt eben auf meine erste Rasch gestoßen. Die habe ich bisher noch nie im Einsatz gesehen. Jetzt haben wir beschlossen, wir fahren jetzt gleich zur Isarmündung und lassen da diese Bucht da erstmal aus. Aber die Isarmündung, die soll man halt auf jeden Fall machen. Das wäre schade, wenn es am Schluss dann nicht mehr ausgeht. Bekannt ist im Motiv und Silbenstein die Brücke. Ja. Jetzt auch jetzt bei der Brücke eine richtige Veränderung des Farbwassers. Also, wegen jetzt der Fußball-Weltmeisterschaft, die jetzt losgegangen ist. Ich nehme an, bis dieser Film rauskommt, ist die EM schon halb vergessen. Heute ist echt der Seewolf-Tag. Da kommt wieder eine Seewolf entgegen. So, dann haben wir eine kleine Pause. Und sagen, den Hintern entspannen. Hier noch ein fast knallrotes Verdeck.
So, und hier mein Albino-Verdeck. So, die Pause ist beendet. Wir haben also fast eine Stunde lang verpennt. Und jetzt gehen wir weiter auf die Isarmündung. Ja, jetzt sind wir alle voll fit. Aber so was von fit hier, Junge. Ja, eindeutig. Wieder gut drauf. Ja. Ich bin mal gespannt, wie weit es hinter geht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hätte vielleicht doch vorher mal einen Film mal anschauen sollen. Okay, wenn wir viel zurückpaddeln müssen, das geht weit hinter. Sauber sage ich, wusste ich nicht mehr. Ich dachte, der Weite wäre viel weiter hinten. Oh, hier ist das Ende im ersten Seitenteil. Und jetzt heißt es wieder zurück zu paddeln. Und das mit dem lahmen Paddel vom Ronny. Das im Vergleich zu meinem fühlt sich an wie ein Kinderpaddel. Das ist immer komisch. Dann will man da das Isarflussdelta paddeln und dann lassen sie die ganzen Seitendinger aus. Naja. Ich glaube, dazu fehlt ja mal ein Hang zu Individualismus. Ich fahre da rein. So, jetzt fahre ich dann noch in den nächsten Arm rein von der Isar. Auch wie ein Blindarm, so viel ich weiß. Aber es hat wieder mein Paddel zurückgetauscht. Dann kann ich die eher wieder einholen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit es da reingeht. Also die Abzeigung, aber die geht nicht. Ich bin Spiegelung. Ich glaube, schauen wir mal, ob es um die Kurve rum geht. Das war's hier schon. Weiter geht's nicht. Da ist alles zu. Und wieder zurück und jetzt geht wieder die einzuholen, den Rest. Nee, geht einfach nicht. Schade. Okay, auf geht's zurück. Hier ist der nächste Altarm. Seht ihr auch nicht. Fahre einfach blind hoch. Naja, ich fahre da rauf. Hier ist was zu tun. Da geht's hinter. Dann vermutlich da auch noch mal. Jetzt folge ich aber erstmal hier den Hauptstrom. Da ist der Hauptsackgasse in dem Fall. Wir haben jetzt kristallklares Wasser, weil hier haben wir Quellwasser. Und hier ist dann wieder Schluss. Mal schauen, wo es da reingeht. Dann wo es da reingeht und was da hinten reingeht. Schauen wir mal. Das war ein kurzer. Weiter geht's nicht. Und wieder zurück. Da rausgekommen. Jetzt fahren wir noch in den da rein. Okay, das geht richtig weiter als gedacht. Geht dann noch um die Kurve rum. Okay, aber ich glaube, da wird dann Schluss sein. Aber schauen wir mal. So, hier ist es auch Schluss. So, und jetzt ab zurück. Und ich glaube, das nächste dürfte dann die Isar selber sein. Ich schätze mal, die werden schon wieder auf Rückweg aus der Isar sein. Ich schätze mal, die werde ich hier bei der Brücke wieder einholen dann. So, da ist so ein paar kleinere Kanäle gehabt. Aber
da bräuchte dann im wahrsten Sinne des Wortes ein kleineres Boot. So, die Abzweigung da, die nehmen wir jetzt nicht, weil da ist da schon Schluss. Das rentiert sich nicht wirklich. So, ich glaube, jetzt habe ich aber dann die Isarmündung. Schauen wir mal. Okay, jetzt bin ich erstaunt, sind doch noch drin und noch nicht an der Brücke zurück. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil ich hochkomme, weil am Ende setzt die Strömung ganz schön ein. So, jetzt heißt er maximale Geschwindigkeit. Wenn ich das schaffe, die Schräge da zu durchqueren und dann da reinzukommen, vielleicht kann ich es durchbrechen. Aber ich glaube es dann doch nicht so ganz. Aber versuchen tue ich es. Weiter geht's nicht. Puh, ein guter Kampf. Mehr geht nicht. So, wie Sie sagen, vielleicht mal kurz aussteigen, vielleicht geht es dann wieder flacher, aber naja. So, und jetzt geht es dann wieder zurück. Ja, schon ein bisschen Zeit vergangen, also die dann umdrehen nicht. Also eigentlich wäre das hier ideal für die Drohne. Isarmündung und drüben das Delta. Ja, das liegt da aber wieder wegen Naturschutz. Hast du hier irgendwo einen Schild gesehen? Ja, auf der anderen Seite ist es ja, ne? Eine schöne kleine Biberburg. Das ist ein Erdbau. Das ist hauptsächlich da oben drin. Die Hauptburg hat es eindeutig hier. Und ich glaube sogar hinter den Bäumen auch noch was gesehen, die geht richtig weit rauf. Da ist dann nochmal ein Hochwasserarm. Und ich schätze mal, da wird dann für mich Schluss sein. Ja. Selbst wenn ich jetzt mit Wildschwein in Pfefferminzsoße bedroht werde, das schaffe ich nicht. Hier sehen wir eine richtig schöne Biberrutsche. Der Klassiker. Ja, ja, passt doch. So, noch ein bisschen mehr Wind und ich bin in meinem Element. Und ich gehe dann gleich die rote Flotte, die schwarze Flotte einholen. Ja, da legst du nieder. Schwimmt da einer in diesem eiskalten See.
friere ich ja beim Zuschauen. So, da fährt mein erstes Kajak. Ein Intex Challenger K2. Das nenne ich mal einen Anblick. Also, so viel Rückenwind habe ich eigentlich noch nie gehabt auf dem See. Wenn der Wind kommt, falsch nicht nur. Diesmal passt die Windrichtung. Optimal. So, jetzt sind wir hier am Ziel der Reise wieder. So, mit letzter Kraft können wir das reinschleppen. Ich habe Hunger. Weil jetzt der Wildschwein Pfefferminzsoße nicht ablehnen würde. Der Ronny hat eine Höhenkoller. Und der Jan Sonnenbrand am Schädel, weil er gestern seinen Hut verloren hat in der Amper. Er hat ohne Sonnenschutz gehabt und also der Kopf ist knallrot. Ja. Okay, aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Da vorne sind die Hölzer, die das Treibgut absperren. Aber war eine schöne Tour. So, hier haben wir einen schönen Vergleich. Meine Albino-Decke gegen eine knallrote Decke.